Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von autoforie.de. Wir sind heute im sehr windigen Barcelona für euch unterwegs und vielleicht kennt ihr schon den Kollegen im Hintergrund. Es gibt noch einen weiteren Kollegen, der so ein bisschen weiter in die Richtung steht, nämlich noch einen Esel. Vor einigen Jahren haben wir hier zum CX3 ein Video gedreht, ich verlinke es euch einfach mal in die Infobox, wo die zwei schon Gastauftritt bei uns hatten und natürlich musste dann das Fahrzeug, was wir heute für euch testen, auch mit den beiden auftauchen. Und zwar rede ich dabei vom neuen Mazda MX-5 RF. Zum Mazda MX-5 haben wir schon ein Video veröffentlicht, das wir euch natürlich unten in der Infobox verlinken. Dementsprechend auch dazu passende Blogbeiträge. Und wer diese Videos bzw. den Blogeintrag gesehen hat, der weiß auch, eigentlich haben wir hier rein äußerlich von der Front gesehen nicht wirklich eine Veränderung im Vergleich zum Roadster. Das Einzige, was auffällt, ist diese kleine Spoilerlippe hier unten, die sich eigentlich nur in so zwei herausragenden Ecken sozusagen zeigt. Ich habe sie direkt liebevoll Vampirzähnchen genannt. Das darf ich aber auch, weil eigentlich mag ich den Mazda MX-5 richtig gerne. Ansonsten ist das Erscheinungsbild von RF jetzt doch deutlich anders, denn er ist höher geworden. Die Außenmaße haben sich nicht verändert, aber das Dach, das werden wir gleich von hinten sehen, musste ein bisschen angepasst werden und dadurch ist das Ganze ein bisschen aufgestockt worden. Von der Seite sehen wir dann natürlich auch die neue Dachlinie. Was der Clou daran ist, erkennen wir aber gleich erst von hinten. Generell sei gesagt, der RF startet erst bei der Exclusive Line. Dementsprechend kriegen wir 17 Zoll Felgen mitgeliefert, die ihm doch ganz gut stehen. Wer mehr möchte, 18 Zoll, der kann dann eher so zum Sportpaket greifen oder so. Da kann man dann noch größer werden, aber ich finde, die 17 Zoll gehen eigentlich durchaus gut. Wenn wir die Seitenlinie so betrachten, sehen wir auch eins, nämlich eine neue Farbe. Und diese neue Farbe ist besonders. Sie bringt nämlich diese Kurven und diese, ja, doch Gegebenheiten, diese Struktur, die der Wagen hat, noch ein bisschen genauer raus. Woran liegt das? Das liegt daran, dass sie aus 3 verschiedenen Schichten besteht. Die unterste ist die Farbschicht, dazwischen kommt dann eine reflektierende Schicht und natürlich noch ein Klarlack obendrauf, um das Ganze abzusiegeln. Der Clou dabei ist allerdings, dass kleine Aluminiumflocken da drin sind, die dann so ein bisschen noch alles auf eine besondere Art und Weise reflektieren. Matrix Grau Metallic nennt sich diese Farbe. Nun kommen wir aber zum eigentlichen Clou, den wir hier an diesem Fahrzeug haben und weswegen der Mazda MX-5 überhaupt RF noch hinten dran stehen hat. RF steht nämlich für Retractable Fastback und ich als ein bisschen oldschool denkender Mensch nenne das Ganze noch Hardtop. Es ist aber kein klassisches Hardtop in dem Sinne, sondern es besteht aus 3 Teilen und das Ganze wird dann hinter der Sitzbank runtergefahren, beziehungsweise ein Teil bleibt stehen und das ist nämlich genau dieser Teil, den ihr hier an der Seite seht. Das ist wirklich so eine herausragende Kante, die wie oben drauf gesetzt ist und dann hier nochmal diese eckige Aussparung hat. Und ihr werdet es sicherlich schon von so älteren, vielleicht auch leicht amerikanisch angehauchten Filmen noch von früher kennen. Man fühlt sich ein bisschen, so ein paar Jahre zurückversetzt. Es ist ein bisschen Retro-Style. Dahinter verbirgt sich selbstverständlich auch ein Kofferraum. Das Ganze lässt sich von hier unten öffnen. Wir kennen es schon vom Roadster. Und apropos Roadster, tatsächlich bewegt sich dieser Kofferraum auf Roadster-Niveau. Der hat ja normalerweise 130. Hier haben wir dann 127. Unter der schicken, schönen, langen Motorhaube des MX-5F versteckt sich nur ein Motor, nämlich der größere mit 160 PS und 200 Nm maximalen Drehmoment. Aber im Vergleich zum Roadster gibt es eine Option, die es im Roadster aktuell nicht gibt und auch wahrscheinlich nicht geben wird. Ein Automatikgetriebe. Das Automatikgetriebe soll dem Coupé-artigen des RF Tribut zollen. Allerdings muss man dazu auch ganz klar sagen, es ist zum Beispiel in der Beschleunigung eine gute Sekunde langsamer als das 6-Gang-Schaltgetriebe, was ich ja vom MX-5 nur empfehlen kann. Es hat kurze, knackige, ziemlich geile, geniale Schaltwege und das Automatikgetriebe ist eben auch in 6 Stufen, allerdings eben etwas langsamer. Da der F von der Dachkonstruktion her etwas anders ist als der Roadster, haben Veränderungen stattfinden müssen. Das heißt, der vordere Stabilisator wurde verändert, verstärkt. Das heißt, der Gasdruck in den Dämpfern wurde verändert, um dem zusätzlichen Gewicht Tribut zu zollen. Und das zusätzliche Gewicht steckt natürlich im Dach. 45 Kilo mehr heißt, wir haben ein Leergewicht von 1045 Kilo beim RF mit dem Schaltgetriebe mit dem 160 PS Motor.
Es geht natürlich bei so einem Spaßroadster mit wenig Grundgewicht darum, das Gewicht auch generell niedrig zu halten. Jetzt haben wir hier mal so das Dach aufgefahren. Dieser erste Teil, der auch der größte Teil ist aus Aluminium, um das Gewicht wirklich gering zu halten. Der mittlere Teil, der quasi den Schwerpunkt am wenigsten beeinflusst, da er mittig des Fahrzeugs ist aus Stahl. Und was wir leider nicht so ganz sehen, ist ein Faserverbund Kunststoff, kurz SMC genannt. Also eigentlich der Großteil der Heckscheibe, um das Gewicht nochmal niedrig zu halten. Und das gesamte Teil fährt jedes Mal komplett nach hinten, um eben den Raum freizugeben für diese 3 Mittelteile, die dann hier hinter den Sitzen verschwinden. Wie immer möchte ich euch natürlich auch den Innenraum zeigen und ich hoffe, ihr seht es mir nach, aber ich habe meine Jacke und meinen Schal nicht abgelegt, denn es ist einfach viel zu windig und viel zu kalt für Barcelona. Ihr seht schon, die Grundidee kennen wir einfach schon aus dem Roadster, aber es gibt so 1, 2 Sachen, die man hierzu anmerken muss. Und zwar eine ganz, ganz schöne, wie ich finde, genau diese Farbe bzw. diese Ledersitze, Nappa-Leder ist das nämlich, mit den grau abgesetzten Ziernähten in diesem Rot-Braunton, sind nur im RF erhältlich. Und ich finde, es ist wirklich eine wunderschöne Farbe, beziehungsweise es ist eine sehr schöne Zusammenstellung. Außerdem serienmäßig haben wir dann hier das Display drin, was wir allerdings an sich schon kennen. Außerdem momentan noch exklusiv im RF, aber man munkelt, ob es nicht so ein bisschen durch die Mazda-Familie weiter wandern wird, ist dieses Farbdisplay hier links im Tacho. Ich wollte aber noch einmal auf das Dach eingehen, das ich ja schon außen praktisch gezeigt habe, aber wenn man es dann öffnet, zeigt es doch noch ein paar Kleinigkeiten, die dann mit dem Innenraum in Verbindung gebracht werden können. Ich würde sagen, wir machen es einfach mal auf. Et voilà! An sich könnt ihr das Dach nicht nur im Stand öffnen, sondern bis 10 km/h Geschwindigkeit, was jetzt nicht wirklich so viel ist, aber immerhin. Und wenn man es dann geöffnet hat, sieht man dieses Ding hier nämlich viel besser. Das ist ein Windshot aus Acryl, was absichtlich so eine Aussparung hat. Und warum ist da diese Aussparung? Damit man den Sound besser hören kann. Auch bei eisigen Temperaturen muss natürlich ein kurzer Check sein, wie sich der RF offen fährt. Etwas weniger luftig als der Roadster, aber wir hören trotzdem ähnlich viel wie beim Roadster, weil ja uns hier die Scheibe fehlt. Dann generell gibt es auch Veränderungen vom MX-5 Roadster 160 PS zum RF mit 160 PS. Denn man hat den Motor nochmal etwas verbessert, das Ansprechverhalten verbessert. Das heißt, Gaspedal 20% ist auch Motor 20%, exakte Monte. Es kommt ein sehr gutes, direktes Feeling auf, wie wir das vom MX-5 eben kennen. Alles ist sehr direkt übersetzt. Auch das gesamte Fahrgefühl, das ist pures Autofahren. Und jetzt eben durch das halbfeste Dach auch für mich etwas besser geeignet, auch wenn es bei geschlossenem Zustand ähnlich eng zugeht wie im Roadster. Man sieht schon, im geschlossenen Zustand sitze ich weiterhin etwas unbequem, weil mir einfach die Lenkradverstellung in der Tiefe fehlt, die Mazda auch mit dem RF leider immer noch nicht für den MX-5 bringt. Ferner gibt es einige Maßnahmen an Geräuschdämmung. Heißt, der RF ist definitiv, obwohl wir es hier extrem windig haben, leiser als der Roadster im Innenraum bei geschlossenem Verdeck. Was wir allerdings jetzt hier sehr heftig hören, sind eben die Außenspiegel von den Windgeräuschen. Die Engländer fassen das ganz gerne mal als Nimble zusammen. Das heißt, wir haben hier ein Fahrzeug, das sehr agil ist, das den Alltag sehr viel spaßiger gestaltet, das keinesfalls etwas zum Autobahnrasen ist, aber jede Landstraße zur Rennstrecke werden lässt. Wie immer zum Ende eines Videos ein kurzes abschließendes Fazit zum neuen Mazda MX-5 RF.
Generell wirkt das Fahrzeug natürlich jetzt deutlich anders, dadurch, dass wir hier auch eine andere Höhe haben. Aber wie ich finde, und Fabian sieht das genauso, ist er doch deutlich männlicher geworden. Auch die neue Farbe gefällt mir sehr, sehr gut. In dem Sinne top. Das Fahrzeug entwickelt sich jetzt nicht mehr so zum typischen Frauenauto, sondern geht schon mehr in die Herrenrichtung. Im Innenraum haben wir natürlich weiterhin nicht für wirklich jede Körpergröße Platz. Es ist halt immer noch sehr klein und kompakt. Aber was man sagen muss, Mazda hat mit diesem Hardtop, wie ich es ja immer noch nenne, wirklich eine tolle Technik auf den Markt gebracht und wirklich eine gute Leistung abgelegt. Weiterhin bleibt der MX-5 auch mit dem RF-Top ein wirkliches kleines Spaßmaschinchen, das man sich durchaus mal angucken sollte. Und ganz zum Schluss geht das Wort wie immer an euch. Wie gefällt euch der neue Mazda MX-5 RF? Natürlich mit der speziellen Frage, wie gefällt euch das Dach und die Dachlinie hinten? Denn das Design ist ja doch jetzt wirklich komplett anders. Schreibt das gerne mal in die Kommentare, was da eure Meinung zu ist, und wir mischen wie immer mit. Falls euch dieses Video gefallen hat, gebt uns doch einen Daumen hoch, darüber freuen wir uns sehr. Und falls ihr weitere Videos von uns sehen möchtet, dann klickt auch noch den Subscribe-Button, dann sehen wir uns nämlich auch beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, ciao!